So, abgeklebt haben wir, dann geht es jetzt ans Farbemischen. Wann kann man Leder noch reparieren? Wann ist es kaputt? Wann muss der Sattler ran? Und was ist eigentlich alles möglich? Das hat sich der Thomas auch gefragt. Ja. Ist jetzt zu uns zum Lederworkshop gekommen. Ihr seht, wir haben gerade schon alles vorbereitet, alles abgeklebt. Heute ist der zweite Tag. Heute geht es ans Farbemischen. Das ist Gott sei Dank mittlerweile etwas leichter, denn ihr habt es vielleicht schon bei Instagram bei uns gesehen, es gibt einen neuen Farbscanner, der das alles leichter macht. Zeigen wir euch auch schon mal. Aber erstmal wollen wir kurz den Thomas vorstellen. Thomas, du bist Aufbereiter. Erzähl uns doch mal, wo kommst du her, was machst du? Also ich bin aus Niederbayern, aus Passau. Ich mache Komplettaufbereitungen, Lackaufbereitung, Innenraumaufbereitung, eigentlich das ganze Spektrum. Und ja, mache das Ganze jetzt seit circa 3 Jahren professionell. Und habe mich jetzt dazu entschieden, Lederworkshop machen, weil es eben viele Kunden gibt, wo Ledersitze haben, wo die Ledersitze kaputt sind und der Sattler einfach zu teuer ist. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass ich mir das anschaue, damit ich einfach eine größere Reichweite habe von den Kunden. Perfekt. Wie war dein Weg zur Fahrzeugpflege? Erzähl mal ein bisschen. Ich habe mir, ja, ich sage jetzt mal, jahrelang überlegt, was will ich machen, wo ich Spaß habe. Wo ich in der Früh aufstehe und nicht irgendwie müde bin und keine Lust auf Arbeiten. Und dann habe ich überlegt, ich habe immer mein Auto geputzt, und wenn es 10 Stunden war am Tag. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Habe den ersten Workshop gemacht, zu aufbereiten. Und durch das habe ich dann gemerkt, das macht mir Spaß. Und ich kann mich da einfach ausleben. Cool. Wie bist du auf uns gekommen beim Lederworkshop? Ich habe euch auf Instagram drin und eben auch die YouTube-Videos angeschaut. Und muss sagen, bei euch war es einfach alles professionell. Es hat einfach super gepasst vom Ausschauen her. Dann habe ich gedacht, komme ich jetzt rauf und schaue mir das Ganze an. Cool, danke dir. Du bist ja jetzt schon einen Tag hier. Fass mal kurz zusammen, was hast du schon gelernt? Also bis jetzt habe ich gelernt, wie man Risse spachtelt, wie man Farben mischt, wie man das Leder abschleift, abkleben. Eigentlich die Vorarbeit, die komplette habe ich schon gelernt. Und würdest du sagen, es lohnt sich, so einen Workshop mal zu machen? Ja, auf jeden Fall. Also man kriegt einfach ein bisschen Einblick, wie man es macht oder wie man manche Sachen sauberer arbeitet, sage ich mal. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Perfekt. Ich würde sagen, wir gehen mal ans Farbemischen, zeigen euch auch schon mal den neuen Scanner. Und sei froh, Thomas, du bist der Erste hier beim Workshop, der damit arbeiten kann. Das macht es viel leichter. Ja. Kommt mal mit rüber. So, handliches Gerät. Wir haben hier die passende App dazu. Wie gesagt, gibt es für iOS und auch Android. Wir müssen das einmal kalibrieren, habe ich euch ja gerade gezeigt. Setzen es dann auf eine Fläche, die wir abnehmen wollen, also die Farbe, die es am Ende werden soll. Drücken auf den Bereich Match, tippen einmal hier oben drauf, dann steht Measuring. Dann misst er die Farbe und dann sehen wir oben einen Wert. Und wichtig ist natürlich darauf zu achten, dass wir ein möglichst geringes Delta haben. Das ist quasi die Differenz, die er rechnet aus der Farbe, die er in der Datenbank hat und die er hier gemessen hat. Das Lederzentrum sagt, alles unter 2 ist gut verwertbar. Unter 1 wird die Genauigkeit halt so hoch, dass man wirklich wahrscheinlich nicht mehr großartig nachmischen muss. Das machen wir jetzt. Wir haben die Farbe gemessen, gehen jetzt wieder rüber und mischen die Farbe. So, wir haben jetzt im Endeffekt alles, was wir für das Farbscannen brauchen. Das ist einmal der Scanner selbst in so einer kleinen Schutzverpackung. Da sollte er natürlich auch immer wieder rein, damit die Kamera unten nicht beschädigt wird. Dazu gibt es ein Kalibrierplättchen, wo im Endeffekt ein Weißabgleich vorgenommen wird. Das muss einmal am Tag gemacht werden. Sagt euch die App aber. Ist auch ganz einfach. Das ist, wie gesagt, alles in der App erklärt und auch in der Anleitung. Dann nochmal ein kleines Farbrad für die Nachmischaktion. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch in groß. Aber natürlich passend gleich in der Packung mit drin. Sollte man es immer zur Hand. USB-Ladekabel, damit es immer voll ist. Und dann eine Waage. Die ist jetzt nicht im Lieferumfang enthalten, sondern muss separat bestellt werden. Das ist im Endeffekt so eine kleine Feinwaage. Und wichtig ist, die hat 2 Nachkommastellen, weil die Farbe immer in 100 Gramm angegeben wird und auch immer mit 2 Nachkommastellen. Dazu habe ich hier noch ein Eichgewicht. Das sollte man natürlich zwischendurch mal machen. Einfach die Waage eichen, um zu sagen, okay, stimmt das Gewicht auch. Und mit dem können wir jetzt anfangen, loszumischen. So, hier oben kann ich meine letzten Messwerte aufrufen. Das sind alle meine letzten Werte. Ich sollte mir natürlich merken, welcher ist gut. Ich habe ja einfach verschiedene Genauigkeiten und nehme mir den mit dem geringsten Delta, der gut passt. Hier habe ich einen Delta von 1,08. Von daher werde ich da wohl einen sehr guten Treffer hinbekommen. Natürlich nehme ich mir die Farbe da ab, wie es auch am Ende werden soll. Also zum Beispiel ein Musterstück, was nicht gefärbt wird, oder einfach die Farbe, wie es sein soll. Wenn ich dann die Farbe hier habe, sehe ich auch hier meine Mischungsverhältnisse, habe hier oben meine Farben und kann anfangen loszumischen. Wenn man sehr geringe Farbmengen hat,
die man noch nachmischen muss und gerade aus einer großen umkippt, kann man sich einfach so einen separaten Becher hier nehmen, nimmt sich eine Spritze und dann sieht man hier an der Skala schon ganz gut, wie viel man aufnimmt und kann dann deutlich kontrollierter arbeiten. Das heißt, wenn ich hier ungefähr 3 Milliliter aufnehme, wird es mir nicht, also ist es einfacher, das zu dosieren. Und ich brauche 44,18 und bin jetzt bei 41,61. Das heißt, ich gehe erst mal Richtung 44. Wir sind jetzt hier wirklich im Tröpfchenbereich. Kann dann am Ende, wenn ich damit fertig bin, die Farbe wieder zurückgeben. Natürlich habe ich immer ein paar Gramm da noch mit drin, aber besser, als wenn ich mal die ganze Farbe weghauen muss, weil ich zu viel Farbe reingepackt habe. So, Farbe gemischt, einmal durchschütteln, dann probieren wir sie aus und gucken mal, wie gut sie passt. Perfekt ist das System nicht, das ist wie gesagt auch nicht gefordert. Wir müssen jetzt noch mal ein ganz kleines bisschen nachwischen. Wir machen wirklich noch mal einen Tropfen Violett rein, dafür ist ja auch der Farbkreis bei. Aber ich glaube, die Farbe hätten wir niemals so schnell getroffen. Jetzt probieren wir das noch mal aus. Farbe getroffen, das war ein Prozess, der hätte bestimmt sonst das 3-, 4-fache an Zeit gekostet. Also erster Test bestanden. Wir nehmen euch auf jeden Fall in einem Video noch mal mit zum intensiven Ausprobieren des Scanners. Vielen Dank an Thomas, dass du dich fürs Video zur Verfügung gestellt hast. Und wenn ihr Bock auf einen Workshop habt, geht einfach mal auf autolackaffen.de. Unter dem Punkt Workshop findet ihr alle unsere Angebote. Wie gesagt, es geht bei uns vom Einzelworkshop zum Thema Polieren, Waschen fürs Polieren, Schadensbilder erkennen, also alles, was dazugehört, bis hin zum Lederworkshop. Wir können auch jedes Thema abbilden. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.